Hallo und willkommen in Wieland Schmiede. Ja, die Stimme, die ihr hört, ist eine andere als diejenige, die ihr sonst auf dem Kanal vernehmen dürft, wenn ihr euch Videos anschaut. Denn hier spricht der Michi vom Würfelohr. Wir haben etwas ausgeheckt und zwar haben wir gesagt, wir machen ein kleines Crossover und deshalb darf ich euch heute ein Video hier vorstellen und irgendwann kommt dann ein Video vom lieben Wieland bei uns am Kanal, so ein kleines gegenseitiges Necken und vielleicht den ein oder anderen von uns überzeugen. Dafür habe ich mir heute ein Modell von Critical Role geschnappt, denn ich bin bei weitem nicht so historisch akkurat wie der liebe Wieland und entsprechend möchte ich euch eher etwas von dem erzählen, worin ich gut bin, und zwar Mythologie. Ich möchte euch heute etwas über Meermenschen und Co. erzählen und möchte euch da nicht lange auf die Folter spannen und leg mal los. Wassermänner, Sirenen, Meermenschen, Meerjungfrauen, Nixen, Nymphen und was es sonst so gibt. Diese mythologischen Wesen sind aus vielen Sagen, Mythen und Märchen bekannt und kommen im gesamten europäischen Raum vor und auch noch darüber hinaus. Und so wie sich die humanoiden Wasserwesen durch die unterschiedlichen Mythologien erstrecken, so ändert sich auch ihre Wesensart. Von gutmütig und hilfreich zu bösartig und rachsüchtig bis hin zu jägerisch oder gar einfach nur grausam finden sich alle Wesenszüge in irgendeiner Form in einer der mythologischen Darstellungen. Während die männlichen Wassergeister, wie eben der Wassermann, meistens als eher bösartig auftreten, sind die weiblichen Ausprägungen vermehrt dem Menschen wohlgesonnen, mit einigen Ausnahmen. Gemeinsamkeiten finden sich dabei eher wenig, denn auch das optische Erscheinungsbild ändert sich immer wieder. Auf der einen Seite haben wir das Bild der Frau halb Fisch, halb Mensch, welches uns beispielsweise auch im Märchen der kleinen Meerjungfrau begegnet oder aber als Sirenen Männer in ihr nasses Grab locken. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch die Darstellung der wunderschönen Wasserhexe, der Beowulf in seinem Epos verfällt. Also man sieht schon, die verschiedenen Varianten gibt es in diversesten Formen und dadurch kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass es hier ein einfaches Bild gibt. Die Interpretation des Wassermanns in Cabin in the Woods hat wiederum wenig mit dem anmutigen Frauen zu tun. Allerdings auch nicht der Fantasie der Filmemacher entsprungen, sondern findet sich immer wieder auch in der Kunst der Renaissance in Wasserspeiern und Märchendarstellungen. So zum Beispiel im Jagdgarten von Schloss Hellbrunn bei Salzburg. Auch allgemein ist die Thematik auch in der modernen Popkultur vertreten, wie zum Beispiel in Harry Potter oder eben Ariel, wie wir es oben schon hatten. Doch egal wie die Wesen auch auftreten, sie scheinen eine gewisse Faszination auf uns Menschen auszuüben, wenn diese Art der Fabelgestalt fast weltweit auftritt. Die dunklen Tiefen des Wassers beherbergen schon seither Ängste und auch Fantasie. Und was ich daran so faszinierend finde, ist eben, dass in verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen und Gegenden, die nichts miteinander zu tun hat, dennoch ein kleiner Funke desselben mythologischen Wesen auftaucht und man fragt sich, wie das sein kann. Und gerade so etwas finde ich wahnsinnig schön und beflügelt die Fantasie und entsprechend freue ich mich hier, dieses wahnsinnig tolle Modell zu haben. Jetzt darf ich euch noch dieses fertig bemalte Modell zeigen. Ich finde es wahnsinnig cool, dass man eben die Base abnehmen kann, damit man das Modell ordentlich oben anmalen kann mal. Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem schlussendlichen Malergebnis. Vor allem finde ich die Reflexionen hier sehr, sehr gut, weil wir uns doch unter Wasser befinden und da von oben der Lichteinfall einfach ein ganz anderer ist. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen verzaubern. Lasst dem lieben Wieland auf jeden Fall ein Like und im besten Fall ein Kommentar und ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen vielleicht bei unserem Kanal beim Würfelorden sehen würde und bedanke mich fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und viel Spaß in den endlosen Tiefen der Meere.